Wenn man Georgien erwähnt, ist das erste Bild, das vielen in den Sinn kommt, meist Tiflis, die Hauptstadt. Doch ein weiterer Name setzt sich schnell durch und wird in den letzten Jahren immer häufiger genannt. Batumi, eine Küstenstadt am Schwarzen Meer, gelegen in einer Region, in der Europa und Asien sich zu berühren scheinen, ohne sich jemals wirklich zu trennen. Batumi zieht vor allem Reisende aus Russland, der Türkei, Kasachstan und Aserbaidschan an sowie aus anderen Ländern des postsowjetischen Raums und des Nahen Ostens. Die Stadt ist gut an ihren internationalen Flughafen angebunden, der Direktflüge oder Verbindungen mit wenigen Zwischenstopps aus mehreren regionalen Hauptstädten anbietet. Es ist wichtig zu beachten, dass viele dieser Touristen nicht nur Strand oder Erholung suchen. Der Preis ist ein entscheidender Faktor. Im Vergleich zu anderen Küstenstädten am Schwarzen Meer oder zu mediterranen Reisezielen bleibt Batumi relativ erschwinglich. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und die lokale Alltagswirtschaft. Auch der Casinosektor spielt eine zentrale Rolle. In mehreren Nachbarländern wie der Türkei und Aserbaidschan sind Glücksspiele eingeschränkt oder verboten, während sie in Batumi vollständig legal sind und ein integraler Bestandteil des Wirtschaftsmodells der Stadt sind. Dies führt zu einem zusätzlichen Zustrom von Besuchern, die gezielt für diese Art von Unterhaltung die Grenze überqueren, was die Abhängigkeit der Stadt vom regionalen Tourismus weiter verstärkt. Batumi ist jedoch keine Stadt mit einer festen städtischen Form. Es ist eine Stadt im ständigen Bauprozess. In vielen Vierteln sieht man moderne Hochhäuser neben alten Gebäuden, die wie eingefroren in der Zeit wirken. Was mich am meisten überrascht hat, sind die Lebenshaltungskosten. Oft spricht man von günstigen Ländern wie Usbekistan oder bestimmten Regionen Südostasiens. Aber Georgien bietet ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das schwer zu ignorieren ist. In manchen Restaurants kann man für etwa 5 Euro gut essen. Ein lokales Bier kostet etwa 1,50 €. Selbst Wohnungen bleiben im Vergleich zu vielen europäischen Reisezielen relativ erschwinglich, auch wenn die Preise in der Hochsaison im Sommer deutlich steigen. Und es gibt noch etwas, das ich wirklich nicht erwartet hatte. Die Anzahl der Frauen, die allein durch die Stadt gehen, fiel mir schon in den ersten Tagen auf, besonders in den touristischen Bereichen und entlang der Uferpromenade. Es war üblich, Frauen zu sehen, die spazieren gehen, Sport treiben oder allein einen Kaffee trinken. Ein großer Teil dieser Präsenz hängt mit der Ankunft von Menschen aus Russland, der Ukraine und anderen Ländern des postsowjetischen Raums zusammen. Batumi ist nicht nur eine Touristenstadt. Es ist auch das Verwaltungszentrum der Autonomen Republik Adscharien, einer Region mit eigener Identität innerhalb Georgiens, eigener Flagge und einer Geschichte, die von wechselnden Grenzen und Machtverschiebungen geprägt ist. Historisch beeinflusst vom Osmanischen Reich, dem Russischen Reich und später der Sowjetunion, weist diese Region heute eine Kultur auf, die durch eine ständige Mischung türkischer, kaukasischer und postsowjetischer Einflüsse geprägt ist. Schon bei der Ankunft fällt die strategische Lage auf. Batumi liegt etwa 30 Minuten von der türkischen Grenze entfernt. Diese Nähe ist nicht nur geografisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial spürbar. Ein ständiger Strom von Menschen überquert die Grenze, wodurch die Stadt zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt im Schwarzmeerraum wird. Georgien insgesamt besitzt eine Besonderheit, die zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Viele Besucher können visumfrei für kurze Aufenthalte einreisen, was Tourismus und spontane Reisen erleichtert. Hinzu kommt ein steuerliches Umfeld, das in bestimmten Fällen günstig für internationale Arbeitnehmer und digitale Unternehmen ist, insbesondere für solche, die Einkünfte im Ausland erzielen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass hier Menschen arbeiten, die online tätig sind, auch wenn die genauen Bedingungen von der Art der Tätigkeit und der individuellen Steuersituation abhängen. Diese Kombination aus relativ einfacher Zugänglichkeit, niedrigen Lebenshaltungskosten und flexiblen wirtschaftlichen Bedingungen hat Batumi zu einem Reiseziel gemacht, das indirekt mit touristischen Regionen der Türkei und anderer Länder am Schwarzen Meer konkurriert. Gleichzeitig führt die Nähe zur Türkei sowohl zu Konkurrenz als auch zu engen Verbindungen.
Während einige die Grenze für Handel oder Tourismus überqueren, entscheiden sich andere für einen Aufenthalt in Batumi wegen der günstigeren Preise oder des Unterhaltungsangebots. Der regionale Tourismus ist ein wichtiger Faktor für Besucher. Die türkische Nähe zeigt sich in der Gastronomie, im Handel und in der Präsenz türkischer Touristen in vielen Stadtteilen. Das georgische und postsowjetische Erbe bleibt im Alltag deutlich sichtbar, insbesondere in den älteren Wohnvierteln. Historisch hatte Adscharien immer eine besondere Beziehung zu Anatolien. Über Jahrhunderte hinweg teilten diese Regionen kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen, bevor sie durch Grenzverschiebungen im 19. und 20. Jahrhundert getrennt wurden. Diese historische Nähe erklärt das Gefühl kultureller Kontinuität, das auf beiden Seiten der Grenze bis heute besteht, trotz unterschiedlicher politischer und religiöser Systeme. Batumi ist ein Knotenpunkt für ausländische Investitionen, regionalen Tourismus, Migration und ständige städtische Veränderungen. Im Alltag führt das zu einem recht flexiblen Lebensstil. Viele kombinieren Remote-Arbeit mit einem ruhigeren Leben am Meer. Andere kommen, um wirtschaftliche Chancen zu nutzen oder einfach niedrigere Lebenshaltungskosten als in Westeuropa oder großen Städten der Region zu haben. Der öffentliche Verkehr ist einfach, aber nicht sehr modern. Busse und Taxis sind die wichtigsten Verkehrsmittel, und die Stadt verfügt nicht über komplexe Infrastrukturen wie eine U-Bahn oder S-Bahn. Aufgrund der Größe Batumis stellt dies jedoch kein großes Problem dar. Auch der öffentliche Raum wird gut genutzt. Parks, Promenaden entlang des Meeres und kostenlose Sportanlagen gehören zum Stadtbild. Dies trägt trotz deutlicher Unterschiede zwischen entwickelten und älteren Vierteln zu einem Gefühl der Zugänglichkeit bei. Parallel dazu hat die touristische Entwicklung einen internationaleren Lebensstil eingeführt. Moderne Cafés, zeitgenössische Restaurants und gehobene Hotels stehen neben lokalen Märkten und traditionellen Geschäften. Diese Mischung schafft eine Identität, die sich schwer in einem einzigen Begriff zusammenfassen lässt. Sozial befindet sich die Stadt ebenfalls im Wandel. Eine wachsende Präsenz von Ausländern, die sich temporär oder halb dauerhaft niederlassen, verändert die lokale Dynamik. Gleichzeitig suchen viele junge Familien Chancen im Ausland, was einen Kontrast zwischen internationaler Offenheit und Auswanderung erzeugt. Ein Aspekt Batumis, der weniger oft erwähnt wird als Casinos oder Hochhäuser, aber seine Existenz wesentlich erklärt, ist das Schwarze Meer. Lange bevor Batumi ein beliebtes Reiseziel wurde, beruhte seine Bedeutung auf seinem Hafen. Dank seiner geografischen Lage nimmt die Stadt eine strategische Position zwischen Europa und Asien ein. Über Jahrzehnte hinweg wurden Waren aus dem Kaukasus, Zentralasien und anderen Regionen über diesen Hafen transportiert, bevor sie internationale Märkte erreichten. Auch heute noch ist der Hafen von Batumi ein wesentlicher Bestandteil der lokalen Wirtschaft. In mehreren Restaurants kann man frischen Fisch aus dem Schwarzen Meer genießen, der nur wenige Stunden zuvor gefangen wurde. Für die meisten Besucher steht das Schwarze Meer jedoch für etwas anderes: Urlaub. Als ich in Batumi ankam, erwartete ich einen Badeort ähnlich vieler Mittelmeerziele, stellte jedoch schnell fest, dass die Realität anders ist. Die Küste ist weitläufig und landschaftlich beeindruckend, aber die Strände bestehen aus Kieselsteinen und nicht aus Sand. Einige schätzen das, während andere Optionen bevorzugen. Persönlich war ich überrascht festzustellen, dass viele die schönsten Strände der Region eher nördlich von Batumi sehen, insbesondere in Kobuleti. Diese kleine Küstenstadt bietet eine ruhigere und weniger urbane Atmosphäre. Es gibt weniger Hochhäuser, weniger Verkehr und eine entspanntere Stimmung. Wenn das Hauptziel darin besteht, das Meer zu genießen, ist Kobuleti einen Besuch wert und ermöglicht einen direkten Vergleich der beiden Erfahrungen. Ein weiterer auffälliger Punkt ist das Wetter. Ich kam im Frühling in der Erwartung milder und stabiler Temperaturen, doch das Wetter ist extrem wechselhaft. Innerhalb eines einzigen Tages kann es Sonne, Wind, Regen und wieder klaren Himmel geben. Manchmal brechen die Wellen heftig an die Küste,
und der Meereswind lässt die Kälte deutlich stärker wirken, als das Thermometer vermuten lässt. Tatsächlich gehört Batumi zu den regenreichsten Städten der gesamten Region mit über 2000 mm Niederschlag pro Jahr. Die angenehmsten Monate für einen Besuch liegen normalerweise zwischen Mai und Oktober, wenn die Temperaturen komfortabler sind und der Regen für Küstenaufenthalte weniger störend ist. Während meines Aufenthalts fiel mir außerdem auf, dass die Beziehungen zwischen Georgiern und Russen in bestimmten Kontexten angespannt sein können. Aufgrund der jüngsten Konflikte und des starken Zustroms russischer Staatsbürger in den letzten Jahren ist das Thema von unterschiedlichen Meinungen geprägt. Ich erinnere mich, einige russische Worte in einem informellen Gespräch benutzt zu haben und sofort eine gewisse Unbehaglichkeit bei einigen Personen gespürt zu haben. Es ist nichts Ernstes passiert, aber es zeigte, dass die jüngere Geschichte in den Köpfen vieler Einwohner weiterhin präsent ist. All dies macht Batumi schwer mit anderen Städten der Region zu vergleichen. Es ist nicht nur ein Badeort oder ein Casinozentrum. Es ist eine Stadt, in der internationaler Handel, Tourismus, Geschichte, Migration und ständige wirtschaftliche Veränderungen ineinandergreifen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum jeder Besucher mit einem anderen Eindruck abreist. Batumi ist im Wesentlichen eine Stadt im permanenten Wandel. Ihre Attraktivität liegt nicht nur in der Küste oder der modernen Architektur, sondern in dem Gefühl, einen Ort in kontinuierlicher Entwicklung zu beobachten. Und vielleicht ist es genau das, was sie für so viele Besucher faszinierend macht. Sie bietet keine feste, abgeschlossene Version ihrer selbst, sondern einen fortlaufenden Veränderungsprozess. Wenn solche Inhalte interessieren, weniger bekannte Städte, die reale Wirtschaft des Tourismus und Erfahrungen abseits der klassischen Routen, lohnt es sich, weitere Videos anzusehen. Es gibt weltweit noch viele Orte, die nicht auf den klassischen